Hallo Leute, der Soreus hier. Willkommen zur nächsten Folge Starfield. Schön, dass du dabei bist und zuschaust. Ich bin mit meinem neuen Schiff unterwegs, Klasse C-Schiff, was ich mir selbst zusammengebaut habe. Und ja, ich habe es in der letzten Folge vorgestellt. Also wenn ihr wissen wollt, wie es in meinem Schiff aussieht, ein paar Module habe ich gezeigt. Ich habe jetzt nicht das Schiff in allen Einzelheiten auseinandergenommen. Wenn ihr da nochmal mehr wissen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber heute machen wir weiter mit der Freestar Ranger Mission und müssen nach Hopetown. Und da werden wir jetzt gleich hinspringen. Erstmal natürlich vorher das Übliche. Wenn es dir gefällt, freue ich mich über ein Like. Gerne auch einen Kommentar da lassen. Wenn du Tipps hast, Hinweise, Fragen, irgendwas, schreib mir. Und wenn du mich unterstützen willst, den Kanal unterstützen willst, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo da lässt. Weitere Infos in der Videobeschreibung. So, jetzt machen wir hier aber, begib dich nach Hopetown, weil wir haben ja festgestellt, dass Ron Hope, also der Gründer von Hopetech, dieser Schiffsfabrik, der hat dieses First, also diese Bande da quasi, die Söldnergruppe beauftragt, bestimmte Farmen in Besitz zu nehmen, weil er da irgendwas machen will oder gemacht hat oder ist jedenfalls sehr merkwürdig. So, wir springen mal. Jetzt müssen wir nur den Grafantrieb einschalten. So. Wir können im Übrigen Grafantrieb, also wenn wir den voll machen, dann springen wir, glaube ich, innerhalb von einer halben Sekunde oder so. Yes, we're here. Look. Approaching ship. You've entered Freestar Collective space. Maintain your current course while we scan for contraband. Da dürfte eigentlich nichts gefunden werden. Scan complete. Dankeschön. You're clear to land. So, was? Aha. Station Polvo. Ja, irgendwas? Nö, ich glaube nicht. So, wir müssen Hopetown. Wir müssen da landen. So. You sure it's safe out there? Nö, aber das macht nichts. So, was wir auf jeden Fall machen können, ist kaufen. Habe ich hier irgendwelche sonstigen Sachen? Nee. Verkaufen aus Schiffsinventar 5000. Das, ja, also ich muss jetzt Zeug verkaufen. Muss ich sowieso, aber dass ich einfach wieder dass ich einfach wieder Geld reinkriege. Weil das ist halt echt teuer. Also Schiff bauen ist unglaublich teuer. Ja. Das kann man nicht ständig machen. Ich suche gerade was hier. So, dann haben wir noch 4 übrig. Also, da gab es doch auch noch das Tech. Gab es nicht hier irgendwo noch eine Sache, wo wir... Folks from all... It's a tough town, but these are good people. Bye. Pardon. Ja, aber... Na gut. Hier, stimmt. Hier gab es doch noch so einen Waffenladen. I remember meeting Ron Hope once. Idealistic and perhaps a bit of a dreamer. But you have to admire what he's accomplished. You here for commerce? You ready to do some business? That's what I'm here for. So, kaufen, verkaufen, aus Schiffsinventar. 5300. Ja, ich nehme erstmal hier gerne die teuren Sachen. Aber, naja. So viel kriege ich halt. Das noch. Die Rettungsaxt kriegen wir auch noch los. So, das war's. 3 Sachen verkauft. Aber jedes bisschen hilft halt, logischerweise. Okay, hello. I don't want to hear any complaints. Nö, dann hör einfach nicht hin. Will ich jetzt mal sagen. Something you might be interested in? So. Ron Hope certainly embodies the saying, spared no expense. Kaufst You du get auch the was? credits. We got what you here for business?
Our motto is their truth. And captains pushing freight through the city. But Hope Tech builds solid. A lot of Gucken wir mal, was sie für Schiffe verkaufen. Ja. Star Semi ist ein Klasse C. 29 aber nur statt 34, 35, was ich habe, glaube ich. Ja. Und hat halt, aber hat eine große Frachtkapazität. Was ist denn das bitte? Ist das ein Schiff oder ist das ein... Frag mich nicht. Uiuiui, ist ja riesig. Aber, also dafür, dass es so riesig ist, die Frachtkapazität ein Witz. Ja. Vektor A. Das ist hier Fracht. Aber da muss ich sagen, 1950 Frachtkapazität ist ein Witz. Island Runner. Hat zumindest hier ein sehr gutes Schild. Reaktor C34, das ist einer schlechter. Ich glaube, ich bin tatsächlich aus irgendeinem Grund bei 35. Ja, wäre jetzt also eher ein... Und der hat dafür 6060, also mehr Frachtkapazität als ich. Ich würde mal schätzen, das hier sind Frachtcontainer. Und wahrscheinlich hier unten auch noch mehrere Frachtcontainer. Dann hier 1, 2, 3 Waffensysteme, die ich sehe. Und dann noch das Undock-Ding. Und das Cockpit. Ja, da auch was zum Rausgucken, Luken. Aber wo ist denn bitte das Cockpit? Da ist auch noch eine Luke. Das ist aber kein Cockpit, oder? Denn hier bitte das... Hä? Hier, also ist das das Cockpit? Wäre sehr komisch. Nee, hier, das ist das Cockpit. Ja, aber das sieht also komisch aus. Und passt hier halt auch nicht 100%. Leider. Also ein bisschen schwierig manchmal. Ja. Okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt nicht die Möglichkeit, da eigene Sachen zu modden, oder? Das wäre halt richtig, richtig gut. Tür öffnen. Authorized Personnel Only. Schiffe gebaut. Mal reingucken. So sieht es dann halt aus, wenn es gebaut wird. Könnte man auch, hier steht da wirklich wieder eine Kiste drin stehen lassen, aber das werde ich jetzt nicht mitnehmen. Da ist auch Schiffsteile. Hier ist ein bisschen größeres. Wird offensichtlich gerade zusammengewurstelt. That's very generous, Mr. Hope. It's well earned, Birgit. We set some ambitious quotas. Keep an eye on your value. You met everyone. Can't protect your own. Well, I won't pretend it was easy, but everyone pulled together and we got it done. I'll let you share the good news whenever and however you like. Thanks. I appreciate that. Those jackasses make your questions snappy. Every rivet, every piece of... If you've got a Hope Tech ship, it means I've... Polvo was just some nowhere dead ender. Let's build sturdy, dependable ships. Just a ship that flies. Ron Hope's a... This ain't no highfalutin New Atlantis desk job. This is Paul. If you think this is tough, just stay safe on my floor, all right? So, na gut, dann reden wir mit ihm. Good Und to see you stellen ihn again. mal zur Rede. Well, I've just received a report from the Marshal about your progress. He said you had a promising lead on the mercenaries who stole my ship. I trust you're here with good news? Of course. What have you learned? No. And I don't care for the insinuation. The disgraced war hero who went to prison, and you actually believed him?
Was? Don't presume to question me. You know who I am. Hm. I see. I'm impressed, Deputy. It's clear you have a bright future ahead of you. What's going on? What is this about, Mr. Hope? Nothing that concerns you, Birgit. In fact, why don't you make yourself scarce? I think I'd like to hear what the deputy has to say. The cards are on the table. So why not? The truth is, we've been falling behind the competition. Significantly so. We needed solutions. A few years ago, I began to diversify. We started to research chemicals, fuel, those sort of things. We developed an experimental fertilizer. And it failed utterly. It wiped out entire crops. I was prepared to write the whole thing off when we made a discovery that changed everything. Turns out, our fertilizer was transforming the soil, bolstering its mineral content tenfold. Not all at once, of course, but we could never find anything that would grow in it. Eventually, everything we tried to plant failed and died. Mining is expensive, and so is the cost of raw materials. My mineral-enriching fertilizer solves several problems at once. The farmers provide free manual labor, and once the land is ready, we move in to extract and process the soil. So those farmers poisoned themselves, and you ended up reaping profits. How can you even live with yourself? It's nothing personal. It's just good business. I don't expect you to understand. I never intended for anyone to be hurt. I told Hull to buy the land, not take it by force. Oh, so, ja. Unfortunately, farmers can be stubborn folk. And I couldn't risk any witnesses. I can't believe what I'm hearing. How could you do something so awful to innocent people, to families? Not another word out of you, Birgit. I can take your job. And more. We'll discuss this Meint later. denn more? In any case, I suppose the gig is up. I give you my word that I'll call off the operation and return the land to its rightful owners. You're right, of course. Something must be done. I'll set up a fund to handle funeral expenses and take care of any surviving family members. We'll do this the right way. I give you my word. Also ich bin mir nicht so sicher, aber sich mit dem anzulegen wird auch nicht so gut sein. Like I said, I give you my word. Besides, the work was just about done. With that resolved, let's talk about you. As a member of the Council of Governors, I'm authorized to award you a Besprechung? substantial bonus. Bisschen mehr Bestechung? And of course, Was soll das? both agree to forget about my little cost-cutting endeavor. Vergiss es.
Well, let's not be too hasty, Deputy. There's something else you need to consider. I'll do what's necessary to protect my company and my employees. If you tell anyone about this, you're risking their livelihoods. Do you really want to put all these Genau. Und people out of work der Arme. and make their families suffer? But on a much larger scale, yes. Well, I'm afraid there's no avoiding it. The past can't be changed, but the future is very much in your hands, Deputy. Oh, You Mann. put me away, and this company will fall apart. You have destroyed far more lives than I did. I'll make myself very plain. I won't let you Ja, jeopardize my reputation, this company, or the people who work for me. If that means you suffer an unfortunate incident at the hands of my security personnel, so be it. I'm important. You're nothing. You're not actually threatening to attack a Freestar Ranger, are you? You're a despicable man, Hope. And I hope you get exactly what you deserve. Nee, ich will das Geheimnis nicht bewahren. Das muss raus. Ich will ihn aber eigentlich auch nicht angreifen. Ich will da keine Schießerei machen. Ich komme aber anscheinend nicht drum rum. Ich habe keine vierte Option zu sagen. Erst mit dem Marshal reden oder mit Birgit reden oder... You just threatened a member of the Council of Governors. On my authority, you're stripped of rank, declared an outlaw. Guards! Dispose of this criminal! You're done. Sorry, aber das war nicht geplant. Aber so ist es jetzt. Jo, das nehmen wir doch mit. Das ist doch nett. So, was muss ich jetzt eigentlich machen? Mit Birgit reden? Die kann doch die Firma weiterführen, oder? Sprich mit Birgit. Genau, das scheint mir am sinnvollsten. Ach, er hat das nicht. Auch nicht. Dann pack mal die Waffe weg. Ich glaube, du musst die Firma führen, Birgit. He tried to have you killed. I don't understand. Mr. Hope always seemed like such a good person. But everything he said about the farmers and hiring those mercenaries, it was so awful. I'm just a little in shock. I'm still not sure I understand what happened. A conspiracy to steal farmland? It's just so hard to believe. That's not the Ron Hope I know. No, you're wrong. That's not all he was. He always looked out for us, for his employees.
I know what I just heard and saw, but he was a friend. No. He was more like a father. And now he's... you. You killed him. Nobody should ever want that. Especially when it means killing someone who meant so much to so many people. What happens to us now? That would be Elana. Elana Nwankwo. She seems pretty capable. Maybe we'll be okay after all. I guess we'll have to figure things out. Find a path forward. There might be some difficult days ahead, but I wish you good luck. Was hat der denn da gemeint? Make your questions snappy. Bye. Das würde mich jetzt interessieren, weil Don Hope hat zu Birgit gesagt, er kann ihr den Job nehmen und noch mehr. Was hat er denn damit gemeint? Das sind dann so Sachen, wo ich denke, da ist das Spiel irgendwie nicht richtig, also nicht richtig, ja, vollständig oder komplett durchdacht oder was auch immer. Kann ich mit dir reden? Wana hier irgendwo? We'd be dust except for the factory. Hard to get better prices for a hauler. Ah, das ist Security. Don't spring for the extended warranty. You just won't need it. Da hinten ein PC-Schild, auch gut. Just processing another order for pickups. Popular model. Die gab's. Off-worlders. Nothing good ever comes from them. Ich hab keinen Schlüssel. Okay. Und ich habe die auch nicht gefunden, die Nwana-Dings da. Vielleicht kann ich mit dem mal reden. Da ist sie. Naja. Okay. Ich habe zwar gerade ihren Boss umgebracht, den Chef umgebracht. Und hier ist das Klo. Wenigstens, gucken mal kurz, ob es sauber ist. Ja, sieht gut aus. Die 6, aber okay. Damit kann man leben. Ist schon interessant. Hier sieht alles so aus und dann hast du hier so ein Großraumbüro. Auch super. Hier geht's runter. We could save valuable weight if we got rid of the pilot seat. Oh, it's marvelous. Generally, oh, sure, there are. But they almost... Yes, I have important work. Alles klar. So. Upp, da geht's raus. Das war so B3PO oder so. Okay, wir müssen mit dem Marshal reden und das machen wir auch noch. Ich glaube, da kann ich direkt hinspringen auch. Da muss ich gar nicht... Nicht zum Schiff erst drin. Mila. City. Skill verringert die Anzahl der nötigen Scans von Pflanzen und verrät dir, ob du sie in... Why anyone would want to live somewhere so old is beyond me. So, mal gucken, ob wir hier noch was verkaufen können. Müssen wir ja dringend machen, damit wir... nein. 5 Kredit. Damit wir wieder zu Geld kommen. Hier irgendwas kauft.
Da ist er. I'll say right up front, I get all kinds. Here, browse to your heart. Ja, zumindest ein bisschen. Hier irgendwas habe. Nehmen. Hobby habe ich aber mittlerweile tatsächlich. Ja, wirklich. Udon, das können wir verkaufen noch. Der Trench, nee, so. Verkaufen aus Schiffsinventar. Munition, Helme. Ja. Kleidung. Kaufen wir. Es ist jetzt nicht das teure Zeug, logischerweise. Total viel. Okay, das war's. Nee, eine Sache geht noch vielleicht. Das Spielzeugmotorrad. Die Dinge. So, 6 hat er noch. Irgendwas hier. Nein. Digi-Dietrich will ich nicht verkaufen. Ein Dinnerteller. Das ist vermutlich aus irgendeinem Schiff. Ja. Denke ich mal, alles, was dann irgendwie bei so einem Schiff drin war, wenn du das kaperst, wird dann deins. Das ist echt, ne? Da hast du wirklich unglaublich viel so Zeug. So, ich hoffe, du hast ein bisschen Credits, ja. Verkaufen aus Schiff-Inventar. So, und dann gucken wir mal. Mal den einen wirklich richtig teuren Sachen. 8,2. Ja. Okay. Hier, sowas. Und noch was für 900 und ein ganz bisschen. 75 ist zu viel. 850. 862. Das hier. So. Es ist halt immer nur wenig, was du verkauft kriegst, weil die einfach nicht so viel Geld haben. Bevor wir... Warte, ich mache erst das hier fertig. Bücher verkaufen und so weiter, das mache ich alles im Off. Da muss ich euch nicht mitnehmen. Da gibt es einen Buchladen. Und ja, dann kann man auch noch die Handelsaufsicht besuchen und gucken, wo man noch Sachen verkaufen kann. Aber da muss ich euch... Hey, Deputy. Is there any type of weapon Good to see you back safe, Deputy. What's the word on the mech factory? Were the mercenaries hiding out there? I take it that they weren't too much trouble for you, given that you're standing here. Did you find out why the first was taking over farms? What? Ron Hope? That's one hell of an accusation, Deputy. Are you really that surprised? Hope's always had a reputation as a man who'd do anything to succeed. He's on the damn council, Emma. Not any so he longer. can make laws favorable to his business interests. Sure, he's known to look after his people, but do you really think he gives a damn about some farmers on Montara Luna? Did Hope explain his motives at all? That has a familiar ring to it. I recall hearing about some Hope Tech initiative to help farmers. At the time, I just figured it was a PR stunt. Seems a little more sinister now. Please, tell me you've got some evidence to back up these extraordinary claims. All right, let's see what you've got. Interesting. Yeah, this is pretty damning. Especially this last bit about destroying the slate. And you confronted Hope about this? You almost sound pleased with yourself. Well, you shouldn't be. This is going to send shockwaves throughout the Free Star Collective. If the people can't trust their leaders, anarchy could follow. Have a little faith, Daniel. We're not the United Colonies. One bad apple won't spoil the whole damn barrel. Easy for you to say. You ain't the Marshal.
Not yet, but you ain't gonna live forever, old man. While we've got you here, there's one last piece of business to take care of. Emma, would you please? With pleasure, Marshal. When you first joined us, I told you that you'd undergo an evaluation process. There's one thing left to do. A simple question. Do you feel ready to wear the badge of a full-fledged Freestar Ranger? Good. Duty and honor are the backbone of the Freestar Rangers. Marshal, I approve the deputy for advancement to the rank of Ranger. Oh. Thank you, Ranger Wilcox. In your time serving as a deputy, you've shown exceptional courage, fearless tenacity, and a high regard for the safety of our citizens. By the authority granted to me by the Council of Governors, I hereby promote you to the rank of Ranger. Here's your badge. Wear it with pride. But don't forget the solemn responsibility it represents. Thanks to my own personal biases against the Freestar Collective, I was skeptical when you originally accepted the appointment. But seeing you in this moment, I have to admit that I am bloody proud of you. Well done. You've shown that faith was well placed. Let's hear it for our new Ranger. Woo! Way to go! Staying out of trouble. I hear you. Hältst du dein Ei? Oh, ich halte ein eigenes Raumschiff. Cool. Real busy keeping an eye on strangers. Thing is, spying on people. Welcome to the isn't Rock, very I polite. guess. If there's something you can do to help, I promise I'll help. So, full Ranger For rank, now, huh? I need you to pull Good for in you. on the spying and keeping lists of suspicious people. Ach so. A lot of famous people visit Aquila. Popping back a beer, you never know. I'm gonna be the youngest. I have a notebook full of it. And some people use very bad words. So I keep... I'm doing just great. I'm following a ranger. Okay. Keep doing good out there. Ow, no. Okay. So, das heißt, wir haben ein eigenes Schiff. Wo kriegen wir das her? Was ist das für eine Tür? Aha, das Hinterzimmer. Hm. Okay. Probably trying to make himself I feel for the folk in the stretch. Try and give a credit or two. Ein Klo. Ich habe mich hier noch nie wirklich umgeschaut. Emily and I have big plans. Gut, so. Infirmary. If you're hurt or need medical supplies, then you came to the right place. Otherwise, maybe move along. Busy day. Okay, so, dann gehen wir mal raus. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wobei, eigentlich müssen wir noch gucken, wenn wir noch ein Schiff haben. Aber machen wir das nächste Mal. Die Folge ist lang genug. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute.